Moin Leute, ein weiteres Jahr ist vorbei und das für viele von uns beste und umfangreichste Spiel aller Zeiten wird bereits 7 Jahre alt und daher sehe ich es heute als meine Pflicht, euch zu zeigen, wie man 2025 Red Dead Redemption 2 spielt und welch ultimative Herausforderungen ihr hierfür meistern müsst. Wir werden Arthur dazu verhelfen, all das zu erlangen, was sonst nur unter normalen Umständen für John verwehrt geblieben wäre. Wir werden Hoseas Gewehr klauen, Dinosaurier beobachten, die nie existierten und letztlich auch zur Legende des Ostens aufsteigen. Das alles wird noch vor Abschluss von Kapitel 2 stattfinden. Und ihr fragt euch nun zu Recht, wie das eigentlich sein kann und Bandit 6 bereits abgeschlossen sein kann, da wir noch gar keine Pferde verkaufen können. Wie sich unter Tausenden von Spielstunden irgendwann herausstellte, gibt es einen Trick, der uns bereits auf Kapitel 2 auf der Konsole und ganz ohne Einsatz diverser Modifikationen dazu verhilft, die Legende des Ostens zu werden. Aber ich will euch nichts vormachen. Ihr müsst dennoch die meisten der Herausforderungen erledigen und euch Wege suchen, die schwierigen Aufgaben auch auf normale Art und Weise zu erledigen. Wenn du also für 2025 noch nichts geplant hast und nach einer ultimativen Challenge suchst, dann pass jetzt gut auf und viel Spaß bei dem Video. Gehen wir es an. Damit ihr gemütlich reinkommen könnt und etwas Nerviges relativ schnell hinter euch habt, empfehle ich euch vielleicht erstmal die Glücksspiel-Herausforderung von 1 bis 9 zu erledigen und lasst euch die Nummer 10 für später offen, da es 2 Wege gibt, Legende zu werden und diese Herausforderung damit verbunden werden könnte. Ihr könnt auch die Reitkunst-Herausforderung von 1 bis 9 erledigen und lasst euch hier die 10. offen. Ihr werdet später sehen, warum dies wichtig ist. Wenn ihr euch das Ganze noch etwas leichter machen wollt, dann empfehle ich euch Hosea nach der Jagd auf den Bären zurück zum Camp zu begleiten und ihm sein Gewehr zu klauen. Wie ein gewiefter und grandios aufmerksamer Zuschauer mir mitteilte, ist es möglich, auf sein Pferd zu springen, nachdem Hosea abgestiegen ist. Für einen kurzen Moment, während die Pferde sich positionieren, könnt ihr nun mit eurem Pferd hoffentlich bereits beim ersten Versuch an die Seite von Silberdollar gelangen und bekommt dann die Aktion auf das Pferd springen angeboten. Sobald ihr dies getan habt, könnt ihr mit Silberdollar das Camp verlassen und könnt ein wenig mit ihm reiten, aber jedoch nicht behalten und es zu eurem machen. Was jedoch möglich ist und bei mir leider beim ersten Mal nicht ganz geklappt hat, da ich bereits 2 Pferde hatte, das Spiel dementsprechend das Pferd beim Absteigen wegspawnte, weshalb ich die Mission leider ein zweites Mal spielen musste und erst dafür sorgte, dass ich nur ein Pferd habe, wenn ich von Silberdollar später absteigen werde. Naja, nachdem dies nun geglückt war, war es an der Zeit, Silberdollar die Funktion von Dynamit zu zeigen. Wenn alles klappt, wobei man auch hier sagen muss, dass es unter Umständen sein kann, dass das Gewehr gar nicht auf dem Pferd geblieben ist, aber wenn alles klappt, dann sollte das Gewehr im besten Falle neben dem soeben verstorbenen Silberdollar landen, der natürlich gleich wieder spawnen wird im Camp und euch die Möglichkeit bieten, nun eingesammelt zu werden, woraufhin es in eurem Kompendium landet und fortan für euch auch verfügbar bleibt. Ihr habt nun bereits nach der Jagd mit Hosea und noch vor Beginn von Schafe und Ziegen die Mission mit John, bei der ihr eigentlich erst an ein Scharfschützengewehr gelangt werdet, 1 erhalten und seid bestens vorbereitet auf die anstehenden Herausforderungen. Direkt am Anfang mit am Start. Vielen lieben Dank, nochmal einen dicken, fetten Respekt an den Michel, der das herausgefunden und ausprobiert hat und bewiesen hat, dass es funktioniert, sodass wir das jetzt hier aufzeichnen konnten und euch bewiesen wurde und eine Möglichkeit gezeigt wurde, wie ihr selber an das Rolling Block Gewehr kommt. Wird eine sehr lange Folge, ich werde wahrscheinlich Teile davon rausschneiden. Es wird vor allen Dingen wichtig, wenn ihr auf 660 Fuß Entfernung einen Kopfschuss landen müsst und ihr mit diesem Gewehr natürlich den O'Driscoll-Kopf wesentlich leichter erspähen könnt, während er das Gelände der Hanging Dog Ranch bewacht. Einen Ort, den ich euch nur wärmstens ans Herz legen würde, wenn es um weitere Herausforderungen geht, da ihr hier nicht in Konflikt mit dem Gesetz geratet und vieles erledigen könnt, was den Einsatz von Waffen betrifft.
Auch durch euch habe ich weitere Tricks kennengelernt. So zum Beispiel beim Domino-Spiel, wo wir 3 Spiele in Folge gewinnen müssen und wir durchaus die Möglichkeit haben zu tricksen, denn die bereits gewonnene Runde zu sichern ist möglich. Auch wenn wir im Begriff sind, die aktuelle Runde zu verlieren. Denn wenn wir das relativ sicher wissen, können wir den Tisch verlassen und noch während des Verlassens bereits das nächste Spiel anklicken. Wenn wir dies schnell genug tun, bleibt im besten Falle der Stand der bereits gewonnenen Spiele erhalten und wird nicht wieder auf Null zurückgesetzt. Was besonders gut an der Emirates Station funktioniert, wenn ihr dort gegen einen NPC spielt. Dieser Tipp hat mir extrem viel Nervenkraft gespart und auch dafür bin ich sehr, sehr dankbar. Denn es sind gerade die Glücksspielherausforderungen, die so manch einen verzweifeln lassen. Ganz anders als die Jagd. Manche der Tiere können für euch sogar sehr nützlich werden, so wie die unangenehmen Alligatoren in Lagras, welche aufgrund ihrer langsamen Bewegung bzw. der Tatsache, dass sie einfach nur da liegen, ja, kann man nicht anders sagen, solange wir sie von Weitem beobachten, jedenfalls eine hervorragende Grundlage für 7 in Folge verpasste Kopfschüsse darstellen. Ihr könnt euch wahlweise vorstellen, dass es sich trotzdem um einen O'Driscoll-Kopf handelt, wenn euch das helfen sollte. Na, das sieht doch lustig aus. Beim Meisterjäger 8, dem Angeln ohne Angel, werden viele von euch wahrscheinlich auf eine Waffe zurückgegriffen haben und sich somit ein paar Fische besorgt haben. Ihr könnt aber auch mit eurem Pferd dasselbe Ergebnis erlangen, indem ihr durch flache Gewässer reitet. Zum Beispiel gleich in der Nähe von Horseshoe Overlook. Für Reitkunst 9, also dem Ritt von Van Horn bis nach Blackwater, ohne dabei Wasser zu berühren, empfehle ich euch einen Shire und ein wenig Übung an der zerstörten Brücke, da ihr mit diesem Riesenpferd den Sprung gut schaffen könnt. Für den schweren Fisch in Überlebenskünstler 9 könnt ihr einfach den legendären Fisch bei Saint-Denis angeln und habt die Aufgabe erledigt. Tja, super Gyros TV, alles schön und gut. Aber wie zur Hölle soll ich denn jetzt Kräuterkenner 9 erledigen, wenn ich Arthur bin und mir ständig der Kopf weggeballert wird? Eine berechtigte Frage, junger Freund und aufmerksamer Zuschauer. Und hiermit kommen wir dann wohl zu dem Teil, der den wohl schwersten Abschnitt dieser Challenge darstellt. Für dieses Unterfangen müsst ihr nämlich zunächst nach Saint-Denis zurück, euch dort eine bestimmte Kutsche organisieren, einen 2-Mann-Buggy, den wir wirklich nur in Saint-Denis finden können. Anschließend müssen wir mit diesem quer durchs Land, dann einmal über John seine olle Ranch und am Ende sind wir dann hoffentlich irgendwie in New Austin angekommen, wo wir unter ständigem Beschuss und unter genauem Justieren der Kamera bewerkstelligen können, dass Arthur keine Kopfschüsse bekommt. Ihr werdet hierfür etwas Übung brauchen und es wird euch einige Nervenkraft kosten, bis ihr den ersten Erfolg erlangt. Man ist immer etwas angespannt unter der Berücksichtigung der Tatsache, dass man die Kutsche eben erst rund 10 Minuten oder länger bis dorthin bewegen musste und alles mit einem Kopfschuss schon wieder vorbei sein kann. Und ganz ehrlich, wenn ihr diesen erstmal bekommen habt, kann das ganz schön frustrierend sein und ließ auch mich zweifeln, ob das Ganze überhaupt funktioniert. Aber Arthur setzt dem Ganzen später noch eins drauf und wird sich auch alle Dinosaurierknochen aufzeichnen. So sieht's aus. Und so du denn willst. Der ist drin, der ist drin, der ist drin. Den haben wir. Den haben wir.
weiter steht da ohne. Sehr gut, Nummer 1. So, jetzt müssen wir erstmal rüberfahren bis zur Nummer 2. Muskat findet man auch auf der sniperfreien Seite oben im Norden an dieser Stelle. Und Prairiemon findet ihr in der Nähe von Johns Farm und könnt dies mit einem schnellen Pferd einigermaßen schnell erledigen. Für Reitkunst 10 könnt ihr an dieser Stelle ein ungarisches Halbblut finden, von dem viele denken, es wäre nur in New Austin verfügbar. Ich habe mich für die letzte Aufgabe für Glücksspieler 10 entschieden und hatte daher Reitkunst 10 bereits erledigt. Wir haben nun also den Punkt erreicht, dass nur noch Glücksspieler 10 und Bandit 6 verfügbar bleiben und alles andere ist erledigt. Wir befinden uns noch immer in Horseshoe Overlook und sitzen gemütlich im Camp bei einem Gespräch mit dem Reverend. In diesem Augenblick erinnerte sich Arthur an die Mission mit dem Reverend zurück und so begangen wir diese noch einmal. Setzt euch an dieser Stelle vorher einen Speicherpunkt, falls das Ganze nicht beim ersten Mal klappen sollte, aber eigentlich sollte das nicht der Fall sein. Warum wir das Ganze machen? Nun, wir werden Glücksspieler 10 während dieser Mission erledigen und 3 Pokerhände hintereinander gewinnen und erst dann den Tisch verlassen. Looking good. That's as it should be. Come here. Oh, it's getting too easy. You sure you ain't got something up your sleeve? Gentlemen, this is getting too rich for me. Sit down. Oh, I'm done, friend. It's been a real education. Come on, Rip. Where is he? Where'd he go? Who? The Reverend, where... Wenn wir dies erledigt haben, müssen wir nur noch den Rest der Mission beenden und dafür sorgen, dass der Reverend nicht stirbt. Oh,
Zurück im Camp angekommen, legen wir den Reverend nun sicher auf seinen Schlafplatz und die Mission ist beendet. Und sollte Rockstar im Hintergrund nichts angepasst haben, so sollte nun bei Wiederkehr des Bildschirms und eurem aktuellen Stand in der Ecke rechts das Symbol erscheinen, das euch bestätigt, dass ihr das Outfit Legende des Ostens erhalten habt. Warum dies funktioniert, kann ich euch ehrlich nicht beantworten. Aber dass es immer noch funktioniert, seht ihr anhand meines Outfits innerhalb von Horseshoe Overlook. Better speak away salvation, my friend. Just use it. We'll fix this morning. I'll keep an eye on him. You like this time. You like. Yep. Relax. Yep. Sit down, Mr. Get in the ship, Tommy. Und wie ich bereits ankündigte, so machten wir uns noch ein letztes Mal auf, organisierten uns auch noch die Dinosaurierknochen und besuchten anschließend Deborah McGinnis. Whoa. Yeah. Oh, leck mich auf. Einladung von Deborah McGinnis. Der Totalisaurus ist vollständig. Ich hatte recht. Ich hatte mit allem recht. Das ist das fehlende Bindeglied in der evolutionären Zeitlinie, die Linie im geologischen Sand. Ein gelöstes Rätsel. Ich habe es geschafft. Wir haben es geschafft. Die Universitäten werden den Tag verfluchen, an dem sie mich abgelehnt haben, aber ich will, dass sie ihn leibhaftig sehen, oder sollte ich sagen, skeletthaftig, bevor ich ihn der Welt präsentiere? Bitte besuchen Sie mich in Furwood Rise im Cumberland Forest, sobald Sie irgendwie können. Bereiten Sie sich darauf vor, die Welt mit anderen Augen zu sehen. Allerbeste Grüße, Deborah McGinnis. Dann werden wir die gute Frau mal aufsuchen. Oh, lovely to see you. Come in, come in. I cannot wait to show you the fruits of your labor. I think you'll be quite amazed. I was right, of course. Quite right. The Elizabethan Megasaur. That's quite a monster. Jeez. Oh, it'll change everything. It's incredible. Tail. Fins for swimming. 3 pairs of legs so we could run extra fast, even in mud. Large tusks for doing tusky-type things. And long spines that acted as wings. They said I was a fool, a silly old woman. I was right all along. Oh, this is the happiest day since... Well, since my sister died. But that's another story. Thank you. I will, of course, share the credit. Oh, that's okay. I like to keep a low profile.
Really? Yeah. I must give you something. Something valuable. Here, take this. The handle is genuine Stegosaurus bone. Wow. Thank you. All the best. The same to you, sir. Und damit ist diese Mission auch abgeschlossen. Der gute Arthur war wohl so richtig in Fahrt gekommen, nachdem er Micah in Coulter bereits den Revolver geklaut hatte. Er ist und bleibt ein kleiner Schlingel. Naja, also, wenn ich ihn spiele auf jeden Fall. Und diese Möglichkeit sollt ihr nun auch haben. Wenn du also meinst, dass du dieser Challenge gewachsen bist, dann fühl dich frei, das Ganze nachzumachen und organisier dir das Outfit bereits in Kapitel 2 und zeige der Welt, wie Arthur aussehen sollte und eben nicht nur John. Ich hoffe, ihr hattet Spaß mit dem Video, denn es war extrem aufwendig und hat mich mehr Zeit gekostet als die meisten anderen Videos, die ich bisher gemacht habe. Umso wichtiger sind natürlich wieder mal Kommentare. Denn die pushen meinen Algorithmus erst so richtig und sorgen dafür, dass die Videos mehr verbreitet werden. Klingt immer ein bisschen nervig, ist aber wirklich so. Denn wenn es nach mir ginge, könnten wir gerne tauschen. Ich schreibe die Kommentare und ihr macht den Cut. Spaß. Bleibt stabil und gesund, habt Spaß beim Spielen, habt Spaß beim Wiederholen dieser Challenge und wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Denn ich denke, man kann das Spiel auch so lieben. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Unbedingt abonnieren, falls ihr noch nicht dabei seid, um keine Videos mehr zu verpassen. Und bis dahin sage ich ciao, ciao mit Gyros TV. Tülülüt, Outro läuft, Outro läuft, Outro läuft. Tülülü, Outro, 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 Outro. 20 Minuten Karten, geil, Alter. Richtig fett, Digga. Wie, Mikro war die ganze Zeit aus? Ey, geil, Alter.